Das ist die polnisch-ukrainische Grenze. Und ich frage mich nur, lassen die mich überhaupt rein? Alle haben gesagt, fahr da nicht hin. Ich bin trotzdem gegangen. Und was ich auf dem ukrainischen Land erlebt habe, hat mein Bild komplett verändert. Ich bin im Sommer in die Ukraine gereist, denn dann ist es bekanntlich am schönsten. Ganz spontan, ohne es zu planen. Frei nach dem Motto, follow the flow. Nichts ahnend bin ich genau da gelandet, wo die Nationalideologie und der Stolz der Ukraine am stärksten ausgeprägt sind. Die Menschen hier sagen, dass der berühmteste Freiheitskämpfer Bandera hier die Vision von der freien Ukraine gehabt haben soll und die Idee der heutigen ukrainischen Flagge. Wir connecten uns mit den Einheimischen und erfahren etwas von der Geschichte des Ortes. Wie leben die Menschen auf dem Land und ist es sicher für mich? Das werden wir gemeinsam rausfinden. Also lasst uns sofort reingehen in das echte Leben der Ukrainer auf dem Land. Okay, Guys, wir sind jetzt hier auf jeden Fall angekommen. Einfach mitten im Nirgendwo. Ich muss hier auch tierisch aufpassen. Ich darf hier auch kein Russisch mit den Leuten reden, sonst werde ich als Feind denunziert. Deswegen müssen wir hier ein bisschen auch aufpassen. Ist auch nicht so sicher für mich, hier zu sein eigentlich. Das auch hier. Das sind die ganzen Kriegsgefallenen. Voll viele Leute, also wahrscheinlich alle, die hier gewohnt haben, sind an der Front gefallen. Also man merkt das, obwohl hier aktuell nichts passiert ist, also seitdem ich hier bin, sieht man das trotzdem, dass überall Krieg ist. Also, das merkt man schon. Überall sind Soldaten auch. Guys, komischerweise laufe ich hier entlang, auf einmal sehe ich da einfach deutsches Nummernschild. Lass uns mal rausfinden, wem das Auto überhaupt gehört. Is it your car, man? Ja. Okay, Guys, wir sind hier am Start mit dem Alex, bei dem war ich auch zu Hause auf Teneriffa. Jetzt haben wir uns hier zufällig wieder getroffen. Verrückt, wir haben auch ein Video gemacht bei dem zu Hause. Könnt ihr euch mal hier reinziehen. War auf jeden Fall geil. Was, eine Kirche hier? Hier orthodoxe, ukrainisch-orthodox. Alter. We're gonna come later and drink some beers. Okay. To this place and to this place I want to. Mikola! Da hinten läuft auf jeden Fall Mucke. Ich glaube, da kommt jemand. Also Guys, so wie ich verstanden habe, wir spannen jetzt das Pferd hier dran und reiten damit, um Bier zu holen. War nicht meine Idee, war seine Idee. Er hat gesagt, er will euch das unbedingt zeigen. Geht los, Guys. Der holt das Pferd jetzt raus. 1 PS haben wir da am Start. Jakobo klitscht. Valera. Also Guys, das Pferd heißt einfach Valera. Gefällt mir der Name. Okay, Guys, los geht's. Get the front seat, yeah. Oh, Valera. Скільки років? Das Pferd ist 6 Jahre alt, also ich glaube, das ist noch ziemlich jung. Also Guys, ich fühle mich auf jeden Fall wie in meine Kindheit zurückversetzt. Nein, natürlich nicht. Mein Opa hat nämlich so einen ähnlichen Wagen gehabt, hat er immer drauf Heu transportiert. Er hat den Turbogang eingelegt auf jeden Fall, der Valera geht ab hier. Das ist absoluter Wahnsinn, Guys. Die hat einfach einen Elektroscooter hier und wir sind auf dem Pferd. Aber ich bevorzuge tatsächlich das Pferd, oder? Oh, Okay, das war die Bremse. Wow. So, wir holen uns da vorne auf jeden Fall Bier. Hallo. Hallo. Okay, Guys, das ist auf jeden Fall der Laden hier. Ach, die haben hier vom Fass. ja, genau. Geil, Alter. Guys, die haben hier auch Quass am Start. Das sind die Bierfässer. The most popular product here is this, What? the vodka. The vodka. Yeah. You know how much is the bottle? How much? It's like 1.7 euros. Really? Das ist richtig Bier. Richtiges Bier. Richtiges Bier. Okay, die knallt uns da jetzt in eine 2 Liter Pulle einfach Bier rein. I can give you also 50. 50? Yeah, give me 50. Yeah. Oh, guckt euch an. Einfach irgendwo im Norden von Lemberg. Also Alex, was würdest du sagen im Großen und Ganzen hier durch die Situation mit dem Pferd? I feel like I'm during the World War II, you know, and
place was fighting for Germany. Yeah, I know. Coming for themselves, but in the German side. Scheiße, also ein paar gute deutsche Stoßdämpfer. Wären auf jeden Fall geil hier. Jetzt haben wir so ein paar köstliche Bierchen rein hier. Mit seinem Hund. Fox. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Bier schmeckt. Cheers. Prost. 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 Okay, Guys, Prost, Cheers. Boom. Jetzt probieren wir das Ganze mal. Boah, Alter, Guys. Das Bier ist unglaublich geil, Alter. It's really good, the beer. It's almost like German beer. Okay, Guys, hier nochmal so ein Stück. Richtig geilen Fisch, ey. Guys, das ist der Shit, Alter. Собака. Машка хотіла неї. Guys, da kommt eine Katze auf einmal. Hat das gerochen. Знімай, коти, пси. Тебе ж Віталік бачив, пустив чисто. Вона не дасть ніці їсти. Guys, hier ist irgendwie so eine Drohne. Ist gerade weggeflogen. Das war eine Militärdrohne. Fuck, Alter. Die hat ja alles gefilmt, die Drohne. Aber ich finde es tatsächlich richtig nice hier irgendwie, Guys. Wenn ihr mich fragt. Der hat sogar ein VW. Was ist das denn für ein Auto? It's a German car. Yeah, it's a German. It's like... Volkswagen, you know which year? No, don't tell me. It's like the 85 or something like that. What's your spec? Really? 85, yeah. Aber wie ich gesagt habe, Alter, Baujahr 85. Verrückt. It looks like 85. Old Passat. Alter, Passat C, Alter. Unglaublich, Leute. Was ist das denn hier? Noch ein Stück Automobilgeschichte hier auch. Da fehlt natürlich die Stoßstange. Business class. Can I drive through the... Yeah, you can drive. Really? Right Yeah. now? Yeah, you can drive. Ich glaube, das Dings von außen funktioniert auch nicht. Verrückt. Boah. Ich saß noch niemals in so einem Auto. Let's go. Let's go. Wow. You don't want to join us? I'll join. No, there's no. Can you film me? Okay, guys, los geht's, Alter. Wow. Boah, die Kupplung ist ja richtig schwer. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist so wie so ein Panzer zu fahren. But this don't work. No? Guys, hier die Geschwindigkeitsanzeige, die geht auch nicht. Aber eine Uhr hat er, die gute alte Quarzuhr. Lass mal. Oh, ich glaube die Bremse geht nicht, scheiße. Verrückt. Hier auch richtig idyllische Wiese, ein bisschen Wald, ein paar Kühe auch da am Start. Keine Servolenkung, Guys. Muss man echt kurbeln. Once. It was a super vibrant place. It was the kolkhoz, and it was like super powerful. Like there, we have like two big farms where the cows were standing. After 98, this kolkhoz stopped existing. And but like my wife says, like the cars were going like here like every like minute, you know, with the cows and with milk. Yeah. And you know they have this milk factory over there, and this is the horse stable. Yeah. They had a tractor station, combine station, and it's like a small like this electric whatever. And this kolkhoz was really huge, and there was like really like blooming during the Soviets of production meat, milk, and all the fields full of grains. Uh-huh. Actually, also been collecting grains this summer. A lot of grains. Okay, as you are now like the perfect guy to ask. The fall of the Soviet Union impacts this village a lot, you know. Yeah. And what they're thinking about right now, they are like thinking about, oh, the times were better. Yeah. The people of the generation Who experienced the time. exactly in their youth, or like in our age, we were still youth. The village was full of people, so they had like big weddings. They have a house of culture. They could go watch the movie. The schools were full, and then
education, everything was working in the system. So they kind of like the system, even though it was like a Soviet, they didn't get a lot from this, but it was their life in the end, So Yeah. the only thing they could enjoy. But the young generation, they're saying like, yeah, fuck the Soviet, because our parents, they were a little bit like, Upset? yeah, and upset that it was just their thing, They didn't understand that the independence is much better than this. Yeah. They had an office in here. They have like a lot of automations. Here's the window. You cannot go inside, but it's just like was full of cars in here. Whoa. Whoa. You want to go inside? I mean, you can go inside, sir. Okay, let's go. Guys, ich bin nicht versichert, aber wir tun das trotzdem jetzt hier. Wow, das ist voll am Alter. Wow, Guys, guckt euch an. Und hier war alles voll. Früher zur Sowjetzeit. Da waren hier überall natürlich Kühe und sowas. Absoluter Wahnsinn. Jetzt ist einfach nichts mehr übrig. Ist einfach nur eine Halle. Ist auch natürlich gefährlich hier reinzugehen. Aber hier ist auch nichts. And this is an old cabin. Yeah. It was an office in here. Ah, this was the office? Yeah, in this room. You won't believe me, it looked like everything. They have stolen everything, like all the Yeah, nails, for all sure. the wires, all the cables. Yeah, everything. Yeah, because the Cooper, Thank you. Yeah. Yeah, and now this plant, this Bolshevik, that the Soviets brought from China is super poison. Like if you touch that stuff, Really? yeah, you can get like skin burn, you can die. Fuck, bro. Yeah, so all those fields, like there, like we were driving, they were all belong to this kolkhoz. So imagine, how much grains and weeds and they were getting quite a lot. You see also the fields over there? Yeah. Yeah, there's also fields from this village. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber da hinten, Guys, da ist einfach so alles gelb. Das ist like the Bandera Ukraine. Yeah, this place called Galichina. Galichina? Galichina, yeah, this is the heart of the Bandera. Ah, okay. Yeah, Really? Yeah, if you go around the place like here, you can like see like a crosses here and there. Here was like people who were fighting against the communists or whatever, Yeah, so just here and there they have a lot of. This is the heart of the whole movement. yeah, of the Galichina, yeah. Yeah, so basically this place during the war was World War II. It was under the German occupation. People were tending more collaborate with Germans than with Russians, and so that's why they didn't really like the story. But when they got this kolkhoz and everything, they were happy because they could get stuff, build the houses. Yeah. But still, like right after the Soviet collapse and the kolkhoz stopped bringing the money, because even the money they were earning, what was it, like 100 rubles, it was just like clearly make demands without any luxury. You couldn't buy a shirt, nothing, you couldn't buy like a clothes. You could just live a good life, but without any luxury, like anything. Guys, hat mich ja eingeladen, der meinte, komm, wir bauen ein Boot. Він не вміє говорити українською. Der sagt, ich soll auf Ukrainisch reden, aber ich kann kein Ukrainisch. А він не вміє говорити по-іспанському. Du hablas español А я también. тільки по-російською. Привіт. А я вже давно бився з драконами. С драконами? Какими? Эти драконы уже были, их уже не існують. Всі вікінги їх Pero, побили. pero no me recuerdas de Tenerife? Recuerdo. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Давай, короче, сам поехали за цим, за пивом, бо магазин закривається через полчаса. Окей. Я с тобой хочу поехать. Пап, я с тобой. Si hablas solo español, sí se puede. Si no hablas español, no se puede. Gracias. Да. Не по-українську розмовлять. Добре, tú puedes hablar español, si no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Olvidaste o qué? No, porque ya estamos en Ucrania, no en Tenerife. Sí. Por eso. Я з тобою хочу поїхати по пиво. Ну,
Jedna krysełka. Okay, Guys, wir nehmen die ganzen Leute mit. Okay, steig ein. Brooke, idę. Olivia, sube. Subimos todos. Come on. Vamos. Vamos allá para allá. Ay. Adam. Ah, warte. Okay, vamos. Ay. Y ahora, tú eres el hombre de cámara ahora. Oh, Operador. olvidó. Wow, Guys, da hinten geht die Sonne unter. А, это старый ЗИЛ советский, короче, прикинь. Вот это? лицей. Ay. Okay, vamos. А? Камеру выключить или с камеры? Да ты можешь с камерой идти, если хочешь, да. Ничего такого. Тут люди говорять українською. ¿Cómo? Тут люди говорять українською. Sí, pero yo solo hablo en español, ¿ok? Слава Богу. Привіт. Привіт. О, козаків для тебе, аж ти. Осторожно, Марк. То нема що дивитися. Привіт. То нема що дивитися. Привіт. Я знайшов монетку. ¿Qué es eso? ¿Una moneda? Все. Ok. Ok. Vamos a comprar dos de botellas. Dos botellas Sí, es. de cerveza. ¿Dos botellas son suficientes o no? Con vodka. También. Okay, Guys, aber wir brauchen noch irgendwas. Die hat einfach hier in dem Gefrierfach, hat die hier einfach so Zeug gelagert. Okay, vamos con eso, sí o sí. Vamos con eso, Green Day Lemon. It's super cold, man. You want this one? Yeah, let's take it. Okay, let's take it. Okay, Guys, wir holen uns jetzt hier schon für, keine Ahnung, was das kostet, Alter. Ich glaube 10 Euro. Fuck, das ist ja voll billig, Alter. Übelst geiles Bier für einfach so für Groschen. Und dann nochmal geiles Bier für Groschen. Also, Guys, ich glaube, das Zeug hier steinigt mich aber. Ich weiß nicht, ob das zu weit geht. Aber der hat hier noch extra Zeug geholt, falls das nicht reicht. Armenisches Gesöff, Alter. Mein Vater hat mir davon erzählt. Habe ich schon von gehört, aber noch nie probiert. Nur original mit dem Schwert hier unten. Wie ihr seht. Okay, Guys, es geht los. Wir haben den Schnaps, den wir gekauft haben, den armenischen, ne? Den hauen wir uns jetzt rein, Alter. Oh fuck, jetzt habe ich mich verschüttet. Aber egal. Cheers. Cheers. Es geht weiter mit richtig geil gegrilltem Schaschlik von Alex. Und wir ziehen weiter. Wir kommen zu dem Bro vom Anfang des Videos. Er freut sich natürlich, dass wir ihn besuchen. Und zum Schluss darf natürlich eine Gitarreneinlage nicht fehlen. Fortsetzung folgt.